Ja, Matthäus, haben wir hier die Henrik. zwei Lightpacker Packel-Rucksäcke. Erzählst du uns ein bisschen mehr dazu? Ja, also wie schon erwähnt, starten wir mit einem kleinen Sortiment, haben immer von jedem Produkt eine Standardvariante in DXG, Dyneema X Gridstop, und eine Light-Variante in Cuben Fiber Hybrid, heute genannt Dyneema Composite Fabric Woven, so dass wir einmal ein Standardprodukt anbieten, was extrem stabil ist mit weiteren und ausgeführteren Features, und einmal immer die reduzierte Light-Variante, damit die Protagonisten, Evangelisten und die wirklich ultraleicht laufenden unter euch auch was zu laufen bekommen und auch das letzte Gramm noch sparen wollen. So. In dem Fall ist es der Packel, bei Laufbursche war es der Packsack. Den gibt es hier als DXG, wie gesagt, und als Cuben-Variante. Ist ein 24 Liter Rucksack für den EDC-Bereich oder für den Overnighter. Viele schaffen damit auch mehrere Touren, weil 24 Liter ist schon eine Menge Holz, wenn man wirklich ultraleicht laufen will. Ist wie gesagt ein Frontloader, wie ein Duffelpack. Kann natürlich auch im Flieger oder auch im EDC-Einsatz wunderbar so genutzt werden. Man kommt überall ran, hat keinen Toploader, hat dadurch halt die Möglichkeit, seine Ausrüstung immer wunderbar zu organisieren. Das ist eine der Sachen, die ich bei diesem Rucksack wirklich Ja, das war auch unsere habe, war auch unsere Kernidee. Wenn so ein kleiner Rucksack, vor allem in der Tiefe, wenn der nicht tief genug ist, nicht breit genug ist, kann man ihn sehr schwer von oben beschicken. Deswegen muss man irgendwann sich überlegen, wie finden wir andere Lösungen, um einen Rucksack in der Größe vernünftig packen und entpacken zu können, damit er on Trail auch noch weiterhin funktioniert. So. Oben kann man natürlich, wie bei allen anderen Packs, immer noch eine Matte auflegen. Bei dem natürlich auch. Die würde hier einfach dazwischen geklemmt werden. Man hätte eine Matte, Zelt, Tarp, wie auch immer, könnte man hier drunter klemmen. Außen natürlich die Straps dienen nicht nur der Kompression des Rucksacks, falls mal weniger drin ist, sondern man kann natürlich mit wenigen Handgriffen einfach ein Trailpole oder auch den Schirm befestigen, kann weiter wunderbar laufen, hat dennoch on Trail immer noch den kompletten Zugang zur Ausrüstung und kann an die außen befestigte Gear schnell zugreifen. Viele Kunden haben uns früher beim Packsack darum gebeten und gefragt, dass sie gerade für den EDC-Bereich, aber auch für Touren gerne noch eine Deckeltasche haben würden. Die haben wir natürlich realisiert, dass man flache Gegenstände, Papiere, Geld, Smartphone, Navigation wunderbar hier reinbekommt. Zudem hat man hier natürlich die Möglichkeit, darunter nochmal Stöcke zu befestigen oder während des Laufens mal einen Buff, Handschuhe oder ein Windshirt ablegen zu können, ohne dass man den Pack komplett öffnen muss. Das Ganze wird ergänzt natürlich mit vollflächig S-förmig geformten Schultergurten, die sich dementsprechend ergonomisch an die menschliche Physiognomie anpassen. Ein abnehmbarer, verstellbarer Brustgurt, der an mehreren Positionen so befestigt werden kann, wie es die Bedürfnisse erfordern, aber auch so befestigt wird, dass er nicht verloren gehen kann, wie es mit eventuellen Schnallen heutzutage möglich ist. Er sitzt ganz fest, ihr werdet ihn nicht verlieren können. So, dieser Pack hat wie gesagt 24 Liter. Ja. Wiegt 230 Gramm in DXG, was wir für ein 24 Liter Pack in dem stabilen, wirklich seit fast 2 Jahrzehnten etablierten Outdoor- und UL-Material für einen respektablen Wert halten. Auf jeden Fall. Und die gleiche Variante mit den gleichen Kernfeatures, bis auf ein paar Ausnahmen, da wir hier natürlich versuchen, das Gewicht so zu reduzieren, wie wir es absolut noch für erträglich halten. Also wie gesagt, auch 24 Liter in Cuben Fiber gefertigt. Wiederum die gleichen Schultergurte, der abnehmbare Brustgurt, aber das Ganze kommt hier mit 150 Gramm. Insofern habt ihr nochmal satte
80 Gramm an Gewicht in Bezug auf die Standardvariante gespart. Beide kommen natürlich mit einer Rückenmatte, die ist im Lieferumfang natürlich mit enthalten, die auch im Inneren mit 2 Elastic Straps einfach befestigt werden kann. Es können auch dickere Matten, es kann auch natürlich eine aufblasbare Matte, eine X-Lite, wie auch immer, innen drin befestigt werden, um den Rückenkomfort zu gewährleisten. Ja. Ergänzen tun wir natürlich alle unsere Produkte auch mit den Hüftgurttaschen. Die natürlich auch in 2 Varianten kommen. Einmal in Cuben Fiber und natürlich auch in Dimension Poliant VX21 in Black, so wie wir es früher auch bei Laufbursche gehandhabt haben. Wir haben das auch X-Pack genannt. Genau. So, und diese Hüftgurttaschen sind adaptiv, dass die an die Rucksäcke befestigt werden können. Straps sind auch lang genug, um sie so als Hüftgurttasche zu tragen, aber auch lang genug, um sie zum Beispiel unter dem Schultergurt als Fancy Pack haben zu können. Abnehmbare Hüftgurte, die Leichtvariante wiegt rund 30 Gramm, die stabilere Variante rund 44. Beide Materialien an sich sind wasserdicht, genauso wie dieser Rucksack. Nähte tapen wir nicht, um einfach nochmal Gewicht zu sparen. Dahingehend verweisen wir halt immer auf wasserdichte Liner, auf wasserdichte Packsäcke, weil nicht alles muss immer wasserdicht verpackt werden, bringt nur unnötig Gewicht. Man muss, um Maßnahmen zu schaffen, dass Rucksäcke komplett wasserdicht sind, und das müssen sie auch über Jahre bleiben, was sie dann zum Teil natürlich nicht sind, würde ich immer raten, wasserdichte Verpackungen zu nehmen. Ja. Oder man packt seine Ängste nicht ein. Oder so.